Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diese flauschige Ponchojacke im Landhausstil für euch entworfen und gehäkelt. Im Grunde ist es ein fünfeckiges Cape, das man zum Beispiel auch wunderbar über einem Dirndl tragen könnte. Ihr könnt die Knöpfe aber auch weglassen und die Anleitung für ein fünfeckiges Tuch in jeder beliebigen Größe verwenden. Den Mustersatz könnt ihr nämlich so oft wiederholen, wie ihr wollt. Falls ihr Bobbelgarn verwenden wollt, empfehle ich mindestens 1200 bis 1500 Meter Lauflänge. Dieses Cape habe ich mit Wolle passend zu einer Häkelnadel Nummer 5 gehäkelt. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr wie immer auf der Materialseite im Anfangsbereich des Videos. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese Ponchojacke nehme ich die Shetland von Gründel. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 170 Meter Lauflänge. Er besteht zu 80% aus Polyacryl und 20% Wolle. Und das ist die Farbe 03. Und ich verwende eine Häkelnadel Nummer 5. Ich starte mit einer Anfangsschlinge und häkle 5 Luftmaschen. Die schließe ich mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zu einem Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und ich häkle in den Ring hinein weitere 8 Stäbchen, sodass wir insgesamt 9 Stäbchen haben, inklusive Ersatzstäbchen. Ich habe 9 Stäbchen gehäkelt, inklusive Ersatzstäbchen. Wir wenden und wir starten jetzt mit 5 Luftmaschen. 3 davon zählen als Stäbchen, 2 sind für den Abstand, und wir häkeln ein Stäbchen in die allererste Masche. So ist ein V entstanden. Wir überspringen eine Masche, häkeln in die übernächste Masche ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Jetzt haben wir 2 V. Wir überspringen eine Masche, häkeln ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, eine Masche auslassen und ein V häkeln. Eine Masche auslassen. Das letzte V kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorreihe.
Es müssen sich genau 5 V ergeben. 1, 2, 3, 4, 5. Wir wenden. Die Reihe startet immer mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen ins erste V. So entsteht wieder ein neues V. Jetzt haben wir hier 2 Stäbchen aus der Vorreihe. Wir häkeln ins erste Stäbchen ein Stäbchen und ins zweite Stäbchen häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, sodass wir hier 3 Stäbchen haben. Ins V häkeln wir ein neues V, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Auf diese beiden Stäbchen, die aus der Vorreihe vorhanden sind, häkeln wir insgesamt 3 Stäbchen. Ins erste häkeln wir ein Stäbchen, ins zweite häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Jetzt folgt wieder ein V ins V. Ein Stäbchen ins erste Stäbchen, 2 Stäbchen ins zweite Stäbchen. Ein V ins V. Auch hier ein Stäbchen ins erste Stäbchen, 2 Stäbchen ins zweite Stäbchen, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und wir suchen die dritte Luftmasche von unten und da häkeln wir das letzte Stäbchen hinein. Wir haben immer noch 5 V, 1, 2, 3, 4, 5 und zwischen den Vs haben wir jeweils 3 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Jede Reihe beginnt gleich mit 5 Luftmaschen. Das ist unser erstes V. Ein Stäbchen in die Lücke. Jetzt haben wir aus der Vorreihe 5 Stäbchen, die zusammengekommen sind. Da häkeln wir auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen drauf. Also 5 Stäbchen nebeneinander. Ins V häkeln wir wieder ein neues V. Auch das bleibt immer gleich. Ein V besteht immer aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen. Zwischen den V sind 5 Stäbchen. Wir häkeln wieder die 5 Stäbchen der Vorreihe ab. Dann wieder ein neues V in das V der Vorreihe. Die 5 Stäbchen aus der Vorreihe abhäkeln. Ein neues V ins V, auch am Ende der Reihe 5 Stäbchen nebeneinander. Und das letzte V machen wir so,
Wir häkeln ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche von unten gezählt. Das Ganze sieht jetzt so aus. Diese Reihe wird jetzt noch ein paar Mal wiederholt. In jeder Reihe kommen auf beiden Seiten je ein Stäbchen dazu. Wir starten immer mit 5 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und jetzt haben wir schon 7 Stäbchen aus der Vorreihe. Die häkeln wir ab. Dann immer in die Ecken ein neues V häkeln. Und wir häkeln auf allen Kanten die 7 Stäbchen ab und in die Ecken häkeln wir immer ein neues V und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe ganz wichtig ein V häkeln und zwar ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche von unten, damit wir einen schönen Rand bekommen. Und eine Basisreihe brauchen wir noch, auch die beginnt mit 5 Luftmaschen, einem Stäbchen in die Lücke und jetzt haben wir hier 9 Stäbchen aus der Vorreihe, die häkeln wir ab, in die Ecken immer ein V, ansonsten funktioniert die Reihe genau gleich wie die Reihe zuvor und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Diese 6 Reihen waren die Basis des Tuchs, die werden ab sofort nicht mehr wiederholt. Ab jetzt beginnt der Mustersatz und der besteht aus 8 Reihen. Wir wenden die Arbeit, die Vs bleiben immer gleich, auch in den Musterreihen starten wir mit einem V. Jetzt haben wir hier 11 Stäbchen als Basis. Wir häkeln auf die ersten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen, also 3 Stäbchen nebeneinander ohne das V. 3 Stäbchen auf die ersten 3 Stäbchen. Dann lassen wir 2 Maschen aus und in die dritte Masche häkeln wir 5 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen wieder 2 Maschen aus, häkeln 3 Stäbchen nebeneinander bis zur Lücke. Das sieht so aus. Das V decke ich zu. Wir haben 3 Stäbchen, eine 5er-Gruppe, 3 Stäbchen und hier haben wir immer 2 Maschen ausgelassen. Jetzt folgt wieder ein V. Dann wieder 3 Stäbchen nebeneinander. Zwei Maschen auslassen, 5 Stäbchen in eine Masche. Zwei Maschen auslassen,
3 Stäbchen bis zur Lücke. Ein weiteres V. Und die folgenden beiden Kanten sind natürlich genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wir wenden. Die zweite Musterreihe beginnt genauso wie immer mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir bis zu dieser 5er Gruppe 4 Stäbchen. Und wir häkeln auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, also 4 Stäbchen nebeneinander. Und jetzt sind wir bei der 5er Gruppe und wir lassen wieder 2 Maschen aus und ins dritte Stäbchen, also in die Mitte hinein, häkeln wir wieder 5 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln 4 Stäbchen bis zur Lücke. Dann ein neues V bilden. Vier Stäbchen nebeneinander bis zur 5er Gruppe. In die Mitte der 5er Gruppe 5 Stäbchen in eine Masche. Zwei Maschen auslassen, 4 Stäbchen bis zum nächsten V. Und in jedes V kommt wieder ein neues V. Und die anderen beiden Kanten macht ihr genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die zweite Musterreihe beendet. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit einem V, bestehend aus 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt ergeben sich hier 5 Stäbchen bis zur 5er Gruppe. Dann immer in die Mitte hinein 5 Stäbchen in eine Masche. Und 5 Stäbchen bis zur Lücke. Und immer in die Vs ein neues V. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und dann häkeln wir 5 weitere sinngemäß genau gleiche Reihen. In der nächsten Reihe ergeben sich dann
bis zum V 6 Stäbchen, dann 7, dann 8, dann 9, dann 10. Also insgesamt häkeln wir 8 Reihen. Das könnt ihr ganz einfach hier an diesen 5er Gruppen abzählen. Wenn ihr 8 solche 5er Gruppen habt und hier ohne das V 10 Stäbchen, im Moment haben wir 5, dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die 8 Musterreihen gehäkelt. Ich befinde mich am Ende der 8. Musterreihe. Ich habe also noch nicht gewendet. Wir schauen uns das an. Das muss jetzt so aussehen. Wenn wir das V zudecken und die Gruppe zudecken, dann haben wir hier 10 Stäbchen dazwischen. Überall ist das gleich. Und wenn wir jetzt wenden, dann dürfen wir dieses Stäbchen vom V dazu zählen. Dann haben wir 11 Stäbchen überall. Und das heißt, wir können einen neuen Musterrapport bilden. Wir starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und wie gesagt, wir haben jetzt 11 Stäbchen als Basis und wir bilden einen neuen Rapport. Das heißt, wir häkeln 3 Stäbchen nebeneinander. Wir lassen 2 Maschen aus. Wir häkeln 5 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen 2 Maschen aus und es verbleiben 3 Stäbchen bis zur 5er Gruppe. Wir häkeln in die bestehende 5er Gruppe wie gewohnt 5 Stäbchen in eine Masche. Wir häkeln wieder 3 Stäbchen nebeneinander, 2 lassen wir aus, 3 Stäbchen nebeneinander, 2 Maschen auslassen, eine neue 5er Gruppe bilden. Zwei Maschen auslassen, 3 Stäbchen bis zum V. Das Ganze sieht so aus. Wir haben jetzt statt einer 5er Gruppe haben wir 3. Jetzt häkeln wir ein neues V ins V. Wir häkeln 3 Stäbchen nebeneinander. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln eine neue 5er Gruppe. Wir lassen 2 Stäbchen aus und es bleiben genau 3 Stäbchen übrig bis zur 5er Gruppe, die wir schon haben. Da häkeln wir in die Mitte hinein eine neue 5er Gruppe.
Wir lassen 2 Maschen aus, häkeln 3 Stäbchen. Lassen 2 Maschen aus, bilden eine neue Fünfergruppe. Wir lassen 2 Maschen aus und bis zum V ergeben sich genau 3 Stäbchen. Und wir bilden wieder ein neues V wie immer. Auch hier haben wir jetzt 3 solche Gruppen anstatt einer und das machen wir bei allen Kanten gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die erste Musterreihe des zweiten Mustersatzes beendet und wir haben jetzt überall anstatt einer Fünfergruppe jeweils 3 pro Kante und wir wenden. Wir starten wieder mit 5 Luftmaschen, einem Stäbchen in die Lücke und jetzt ergeben sich bis zur nächsten Gruppe 4 Stäbchen, die aus der Vorreihe vorhanden sind. Und jetzt häkeln wir wieder neue Fünfergruppen in die jetzt vorhandene Fünfergruppe. Dann folgen 3 Stäbchen dazwischen, das bleibt gleich, 2 lassen wir aus. Hier bleiben 3 Stäbchen zwischen den Fünfergruppen. Diese Zahl bleibt unverändert. Eine neue Fünfergruppe. Drei Stäbchen. Eine neue Fünfergruppe. Und bis zum V ergeben sich 4 Stäbchen. Ich zeige euch das gleich noch einmal. Immer in den Randbereichen der Kanten wächst jetzt wieder die Anzahl der Stäbchen. Wir häkeln ein neues V. Hier am Anfang, das V decke ich wieder zu, haben wir 4 Stäbchen. Hier wächst die Zahl und hier immer in den Randbereichen. Bei den Vs wächst die Anzahl der Stäbchen pro Reihe um 1 Stäbchen. Hier zwischen den Fünfergruppen bleibt diese Zahl von 3 Stäbchen konstant. Ich zeige euch auch die zweite Kante. Auch hier ergeben sich jetzt bis zur ersten Gruppe 4 Stäbchen. Dann folgt die erste Fünfergruppe.
Die 3 Stäbchen zwischen den Fünfergruppen bleiben immer gleich. Wir kommen zur letzten Fünfergruppe dieser Kante. Und bis zum V ergeben sich jetzt 4 Stäbchen. Das sieht so aus. Zwischen den Fünfergruppen haben wir immer 3 Stäbchen und immer in den Randbereichen bei den Vs kommt pro Reihe ein Stäbchen dazu. Das heißt, wir müssen jetzt nur diese Reihe wiederholen. Hier immer 1 mehr. Das passiert automatisch durch die Vs. Und wenn wir wieder 8 Reihen gehäkelt haben, das könnt ihr hier wieder zählen, dann können wir wieder neue Gruppen bilden. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder 8 Reihen gehäkelt. Das heißt, der zweite Mustersatz ist fertig. Wir können wieder neue Rapporte bilden in der nächsten Reihe. Das sieht jetzt so aus, wenn wir das V zudecken, haben wir hier in der letzten Reihe des Mustersatzes 10 Stäbchen. Wenn wir unsere Arbeit wenden, dann dürfen wir wieder das Stäbchen des V dazu zählen und wir haben wieder eine Basis von 11 Stäbchen und es geht sich wieder ein neuer Rapport aus. Und wir starten immer mit 5 Luftmaschen, einem Stäbchen in die Lücke und wir häkeln 3 Stäbchen. Wir lassen 2 Maschen aus, bilden eine neue Fünfergruppe. Wir lassen 2 Maschen aus und es bleiben genau 3 Stäbchen bis zur nächsten Fünfergruppe. Das ist also immer genau gleich. Die erste Reihe des Mustersatzes bleibt immer gleich. Wir bilden immer über die entstandenen 11 Stäbchen immer neue Gruppen. Auch hier bilden wir eine neue Gruppe, dann hier und so weiter. Überall, wo wir 11 Stäbchen haben. Und der Rest des Mustersatzes bleibt ebenfalls genau gleich. Wir brauchen immer 8 Reihen, bis wir wieder neue Rapporte bilden können. Das heißt, im Prinzip wiederholen wir immer dieselben 8 Reihen, nur dass in der ersten Reihe des Mustersatzes neue Gruppen gebildet werden. Ich wiederhole den Mustersatz nun so lange, bis das angegebene Maß erreicht ist. Die Maße schreibe ich euch oben hin und wie das gemessen wird, zeige ich euch in der nächsten Einstellung. Schaut euch die also gleich an, bevor ihr weiter häkelt. Willkommen zurück. Ich habe inzwischen ca. 75 cm erreicht.
Bei mir sind das genau 5 Mustersätze insgesamt. Der letzte Mustersatz muss aber nicht unbedingt vollständig gehäkelt werden und ich habe von hier vom Anfangsfaden gerade hinunter gemessen bis zur Spitze. So lange müsst ihr jetzt weiter häkeln, bis ihr euer Maß erreicht habt, und dann behäkeln wir die Halskante bzw. die vorderen Kanten. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle in jede Lücke 2 halbe Stäbchen. Ich springe also von Lücke zu Lücke und häkle in jede Lücke 2 halbe Stäbchen. Am Halsrand, wo wir begonnen haben, hier in der Mitte, würde ich ein halbes Stäbchen in den Anfangsring hineinhäkeln. Und auf der anderen Seite der Halskante sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin auf der anderen Seite der Halskante angekommen. In die letzte Lücke habe ich bis jetzt ein halbes Stäbchen gehäkelt. Das letzte halbe Stäbchen häkle ich in die dritte Luftmasche von unten gezählt, damit wir hier eine schöne Verbindung haben und damit das gleich aussieht wie auf der anderen Seite. Und wir wenden und häkeln alle halben Stäbchen wieder zurück. Ich beginne mit einer Luftmasche und starte sofort im ersten Maschenkopf wieder mit den halben Stäbchen und häkle alle Maschen wieder zurück und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende der Reihe müsst ihr genau schauen, das letzte halbe Stäbchen der Vorreihe ein bisschen kippen, dann sieht man den Maschenkopf gut. Ihr müsst wirklich bis ganz an den Rand hinaus häkeln. Ich wende und ich häkle weitere 2 Reihen halbe Stäbchen. Ich beginne immer mit einer Luftmasche und starte im ersten Maschenkopf und am Ende der Reihe, wie gesagt, genau schauen, dass ihr bis ganz an den Rand hinaus häkelt, und ich häkle diese Reihe und eine weitere Reihe halbe Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe insgesamt 4 Reihen halbe Stäbchen gehäkelt, habe die Arbeit noch einmal gewendet und wir häkeln jetzt eine runde Noppen komplett um die ganze Jacke herum, und bisher hat es eigentlich keine schöne Seite gegeben. Diese letzte Reihe ist die Reihe auf der schönen Seite. Und ich starte mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, damit ist die erste Masche besetzt. Ich häkle daneben in die nächste Masche ein Stäbchen und dann häkle ich um das Stäbchen, das wir gerade gemacht haben, eine Dreiernoppe, die Masche ein bisschen länger ziehen, einen Umschlag holen, den Faden einmal durchholen, einen Umschlag, den Faden zweimal durchholen, einen Umschlag, den Faden dreimal durchholen, alle Fäden abmaschen, eine Masche auslassen und in die zweite Masche ein Stäbchen häkeln. Den Faden etwas länger ziehen, einen Umschlag holen, den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden zweimal durch,
ein Umschlag, den Faden dreimal durch und den Faden durch alle Schlaufen durchziehen. Eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln. Das sieht so aus. Diese Lücken, die entstehen, dienen uns gleichzeitig als Knopflöcher. Und das machen wir, bis wir bei der nächsten Ecke ankommen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Ich bin hier auf dem vorletzten halben Stäbchen gelandet. Hier müsst ihr schauen, dass ihr gut um die Ecke kommt. Ich häkle hier in die Ecke ein Stäbchen, eine Noppe drumherum und dann häkle ich in dieselbe Einstichstelle noch einmal ein Stäbchen und eine Noppe drumherum und dann müsst ihr schauen, ob das sich schön hinlegt und sich nicht aufstellt, und wenn es sich noch aufstellt, dann noch eine Noppe häkeln. Ich glaube, so passt es. Und jetzt müsst ihr hier über diese Blende drüber schauen, dass die Abstände ungefähr passen. Wieder ein Stäbchen häkeln, eine Noppe drumherum. Also hier schauen, dass es sich nicht wellt und dass es sich auch nicht zusammenzieht, dass die Noppen alle ungefähr gleich viel Platz haben. Auch hier bei den Lücken einfach schauen, dass ihr immer ungefähr gleich viel Platz verwendet für die Noppen und dass sich nirgends etwas aufstellt. Und hier kommen wir wieder zu den schönen Maschen und das Ganze machen wir einmal komplett rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Zuerst zeige ich euch noch, wie ich es bei den Zacken gemacht habe. Ich habe hier immer 2 Stäbchen mit Noppe in die Lücke gemacht. Wie gesagt, ihr müsst schauen, dass es einen schönen Bogen gibt und dass sich die Ecke nicht aufstellt. Am Ende der Runde habe ich hier ebenfalls in die letzte Masche 2 Stäbchen mit Noppe gemacht und ich schließe in den Kopf der ersten Noppe, die wir gehäkelt haben, zur Runde. So verschwindet dieses Anfangsstäbchen, so dass es kaum mehr sichtbar ist. Und am Ende häkle ich immer noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich vernäht werden und als nächstes zeige ich euch noch, wie ich das mit den Knöpfen mache. Willkommen zurück. Ich werde die Knöpfe auf der im Tragen linken Seite annähen. Als Richtwert, ich habe von ganz oben bis zum ersten Knopf ca. 34 cm herunter gemessen. Das müsst ihr aber vor dem Spiegel ausprobieren. Das kann bei euch auch ein bisschen anders sein. Und dann werde ich im Abstand von ca. 10 bis 11 cm 3 Knöpfe annähen.
Und wenn ihr das gemacht habt, ist unsere Ponchojacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses flauschigen Capes und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.